Sekunde mal. Warte. Okay. Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Natürlich. Danke, dass du die Uhrzeit beide Male angestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Genau. Es ist gerade 12:22 Uhr und ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Habe eine kleine Aufnahmepause gemacht. Genau. Danke, dass du die... ja, genau. Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst. Sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12 und lassen es gut sein. Aber du machst dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen. Das weiß ich zu schätzen. Ja, bitteschön. Oh, fühle ich mich schon viel besser. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Ja, darüber könnte man streiten. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellte Uhrzeiten korrekt sind. Das stimmt. Pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Okay? Da du so kooperativ warst, kannst du bei deinem nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Ich habe nicht so wirklich eine Lieblingszeit, vielleicht, ja, Mitternacht, ja. Mach nur, nimm einfach die Uhrzeit, die du willst. Selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist. Du hast es dir verdient. Okay, mach ich, danke. Alles klar. Ich lasse dich jetzt mal weiterspielen. Ah, danke schön. So. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir doch nochmal das Spiel. The Stanley Parable. Und dieses Mal sogar Folge 4. So, the end is never the end. Okay, danke. This is the story of a man named Stanley. Also ja, das hatten wir schon. Ja, danke. Willkommen, da werde ich auch nochmal willkommen geheißen. Als dafür, dass ich das Spiel nochmal neu gestartet habe. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, die Mitteilung, genau, stimmt. Wir haben beim letzten Mal einen eher sehr langen Pfad beschritten. New Content. Da geht's dann zu Ultra Deluxe. Würde ich noch nicht machen. Ich mag erstmal alle anderen Enden finden. Von der Originalversion. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first. Ja, die Mitarbeiter-Lounge. Ah, die gefällt mir. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, but eager to get back to business. Stanley took the first open door on his left. Nö. Ich will wissen, was passiert. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Kann man eigentlich diese wieder aufmachen? Nö. Einfach abgesperrt. Ach nö, ich spring jetzt mal runter. Hui! But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ja, ich bin ja auch sehr stark. So. Jetzt können wir natürlich auf die Plattform. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Ja, wie gesagt, ich bin nicht verheiratet. Ich habe auch nicht mal eine Freundin. Kommen wir nochmal zurück. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Okay, sie wartet auf mich.
Dann mal wieder in die Tür. Telefon. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Bisschen, ja, okay, mache ich einfach mal. Einfach mal abheben. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Ja, mein Tag, Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to Yeah. commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Kann ich auch. Sorry, but you're in my story now. Ach, schade. Dann mal rein. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Hey, was? Okay, guten Morgen, Mitarbeiter 427. Drücke X auf deinem Controller. Ach, okay. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Und Kreis, bitte, ja, Look at him there, pushing buttons, Oh. doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. ja, ausgesucht, weiß ich nicht. Okay, egal. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Ich will die Taste nicht drücken, ich drück Viereck. Kreis. X. Okay, dann And Dreieck. so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Oh ja, das ist schon, ja. So he Furchtbar. went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Abendessen, ich habe jetzt gefrühstückt. Es ist 12 Uhr Mittag, hallo? As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Gelbe Linie? Was für eine gelbe Linie? Die hatten wir noch gar nicht. Oh. Pfeiltaste nach oben. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Okay, ich soll meiner Frau sagen, dass ich sie liebe. Ich hab nicht mal eine Frau. Hä? But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me.
He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Okay. Ich mach nichts. Okay. Bitte drücke Viereck, um morgens zur Arbeit zu erscheinen. Ja, er hat gesagt, ich soll es nicht machen. Naja. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Okay, ich soll nichts hinterfragen, okay. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Auch schade. Und so das nächste Ende gefunden. Mir ist auch noch eingefallen, What could it mean? dass Stanley wir decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. in Richtung den Stanley Mind came to Control a set of 2 open doors. He entered the door on his left. es ja auch noch diesen einen Yet there was Emergency not a Exit gab. single person here either. Genau. Feeling Da können wir a mal wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Ist der schon mal drin? Weiß ich noch nicht. To be rich is it a crime? To commit crimes isn't it rich? What a life it would be to have to pick just one. Ich will nicht drüber nachdenken. Ich mach die Tür mal zu. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an Wie indication war of das any nochmal? human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret? Stanley was in such a rush to get through the story as Genau. quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't Wir hatten es doch alle so schon. he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Ach, schon wieder die beruhigende New Age Music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Okay. Dann mal runter. Ab nach unten. Ab in den Kerker. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ja, Stanley walked genau. straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Nö, da gehe ich nicht hin. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ja, mein Tod würde ich da finden. The door Hört sich behind him gut was an. not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nö, mach ich nicht. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ja, dann mal doch das rote Licht.
Hui! Nett. As the Kann mich machine nicht whirred bewegen. into motion and Stanley was Oh, oh. inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Oh Gott, jetzt werde ich platt wie Pflunde. Oh, jetzt haben wir abgenommen. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single eine visceral andere Stimme. instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Okay, hier geht's nicht lang. Nach links. Das ist Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Diese neue When every Erzählerstimme ist ganz path you nett. can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ah, das ist die ganze Anlage in Miniatur. Also bis zu den Türen. Also hier ist unser Büro. Da kommen wir da so durch, wo man da auch das Fenster runterspringen kann. Dann hier hinter. Hier sind dann nochmal die anderen Computer. Hier so hinter. Und da kann man dann die Entscheidungen treffen. Ah, man kann ja nicht springen, stimmt. 1, 2, 3. Das Büro, okay. Und was stand da alles? Genau, die 2 Türen. Die 2 offenen Türen waren der erste konkrete Teil des Stanley Parable Designs. Als dieser Raum erstellt worden war, entwickelte sich der Rest des Spiels als eine Erweiterung davon. Eine Erkundung des Widerspruchs, den dieser Raum darstellte. Dann haben wir hier hinten noch ein Schild. Büro Grundriss. Dieser Plan zeigt das Büro vom Spielanfang. Der Weg von Stanleys Büro zu den beiden Türen war der erste Teil des Spiels, der gebaut wurde. Im Laufe der Entwicklung wurden Abschnitte hinzugefügt und verändert, aber der Kerngrundriss ist fast identisch zum ersten Durchlauf. Ah, okay. Erfährt man auch einiges nochmal was über das Spiel. Cool. Gang. Es war wichtig, das Spieltempo in diesem ersten Abschnitt richtig einzustellen. Dieser Korridor wurde verschoben und verändert, um sicherzustellen, dass der Spieler die beiden Türen in einer guten Zeit erreicht. Oh ja, das ist auf alle Fälle wichtig, dass man da also schnell zu den 2 Türen kommt, weil wenn man da der Wege zu lang wäre, würde man ja ausschalten. Die Aktenschränke, okay. Hier haben wir Bürocomputer. Solitär. Können wir hier Solitär spielen? Ja, können wir ausschalten. So, raus damit. Wir müssen Strom sparen. Knopfgeräusche. Eine Auswahl an Geräuschen, die im gesamten Spiel beim Drücken von Knöpfen verwendet werden. Jedes Geräusch ist eine Mischung aus einem Tastaturanschlag und einem künstlichen Ton. Okay. Okay, das ist ein Ton. Der zweite finde ich schon besser als den ersten. Den dritten mag ich. 4,
Mache ich noch mehr? Und 5. Ah. Immer mag ich am liebsten. Hier haben wir die Credits. Geschrieben und entworfen von David Readon und William Poe. Oh. Entwickelt von Cross. Okay. Ja, werde ich nicht alles vorlesen. Wo geht's denn weiter? Über diese Entscheidungen, wo man hingehen soll. Hier haben wir Bürouhr. Okay. Hier Chefbüro. Screenshots von der Entwicklung des Chefbüros. Die haben das halt wirklich von Schritt zu Schritt gemacht. Hier haben wir der Untergrund. Okay. Eine erste Version des Untergrundteils des Spiels. Das war sogar die erste Version. Erzähle Outtakes. Oh, da gibt's Outtakes. Stanley pushed the number 6. Kevin Writing, die Stimme des Erzählers, hat im Verlauf der 2-jährigen Entwicklungszeit sämtlichen Dialog für das Spiel ungefähr 3-mal aufgenommen. Das sind Clips aus ersten Takes, die im finalen Spiel nicht verwendet wurden. When Stanley came to the lift, he traveled upward to the power source at the top of the facility to end this injustice forever. 9. Das ist so nicht wirklich Outtakes, sondern einfach ja, Szenen, die nicht verwendet werden. Cool. Freiheitsende. Genau. Das war die allererste Verkörperung des Freiheitsendes in der Alpha-Version des Spiels. So sah das aus. Okay. Hier haben wir Countdown-Schreibtisch. Einer der Schreibtische aus einer ersten Version des Countdown-Endes. Da kommt was raus. Ihr habt das auch gesehen. Überwachungsraumaufzug, ja okay. Ist eigentlich selbsterklärend. Countdown-Raum. Eine erste Version des Countdown-Raums. Okay, da fehlt noch einiges. Okay. The game is now paused. Okay, Pause-Menü. Lange Zeit hatten wir ein Ende, das nur endete, wenn der Spieler aus dem Pause-Menü neu startete. Leider haben nur sehr wenige Spieler erkannt, dass sie dies tun sollten, was für alle frustrierend war. Okay, ja. Verstehe ich. Was haben wir hier? Sending. Dieser Screenshot zeigt eine erste Version des Endes, das als Sending bekannt ist und das letztendlich ausgeschnitten mit einem anderen Teil des Spiels zusammengefügt wurde. Okay. Und hier Sending Modell. Das Sending durchlief viele Anpassungen. Dieser Raum zeigt die 4. Version des Endes und wir dachten, es sei vollständig beschlossen, aber kurz vor der Veröffentlichung es zu verwerfen und zu ändern. Sending. Okay. Sending Hebel. Da gab's dann auch Hebel. Cool. Videomaterial. Trailer. Das ist der Trailer. Ja, okay.
Reicht auch wieder. Und hier? Okay. 4 Optionen. Vent. Meetingraum, da haben wir auch noch was. Okay. Dann mal weiter. Der Wohnungstimer. In einer früheren Version der Entscheidung, die zum Apartment-Ende geführt hat, hat ein Timer einem 15 Sekunden Zeit gegeben, um ans Telefon zu gehen. Wenn man nicht ans Telefon gegangen ist, hat das zu einem anderen Ende geführt. Okay, das wäre mir zu viel gewesen. Der Lastenaufzug. Der Lastenaufzug sollte immer die Wahl bieten, auf dem Weg zu bleiben oder auf einen anderen Weg zu springen. Nach dieser ersten Version entschieden wir jedoch, dass wir auch die Option wollten, dass der Spieler in den Tod stürzt. Ja, okay. Ich mag jetzt auch nicht alles vorlesen. Waren wir hier? Das Schlachtfeld? Von dem Schlachtfeld habe ich nichts mitbekommen. Schon früh in der Entwicklung haben wir ein Ende entworfen, bei dem Stanley auf einem Schlachtfeld landet und gegen Aliens kämpft. Das Actionspiel sollte empfindungsfähig werden und Krieg gegen den Erzähler führen. Kurz nachdem wir mit der Entwicklung begonnen hatten, merkten wir, dass das viel zu witzig und zu kurz gedacht war für den Charakter des Spiels. Außerdem wurde es von manchen Leuten so interpretiert, dass das Spiel sich über Leute lustig macht, die Ego-Shooter mögen, was nicht unsere Absicht war. Ah, okay, ja, verstehe ich auch irgendwie. Also ist das Ende auch nicht wirklich dabei. Was haben wir hier? Wartungsraum. Ein Wartungsraum? Eine erste Version des Wartungsraums. Okay. Das Büro, ja, da haben wir noch ein paar. Ah, okay, dann sind wir jetzt wieder hier. Hier waren wir schon drin. Hier war... Okay, das sind einfach ja, ein paar E-Mails. Steht da hier irgendwas, was damit auf sich hat? Erzähler E-Mails. Nach dem zweiten Trailer haben wir die Leute darum gebeten, dem Erzähler Fragen per E-Mail zu schicken. Obwohl wir diese für weiteres Promomaterial eingeplant hatten, haben wir keine perfekte Anwendung dafür gefunden. Hier sind einige dieser E-Mails. Ah, okay. Jetzt sind einfach so ein paar E-Mails an den, ja, Narrator, also an den Erzähler. Hier haben wir die Lounge. War hier drin noch was? Nee. Dann mal hier die Treppe hoch. Okay, hier haben wir verschiedene Büroräume. Stanleys Büro. Von links nach rechts. Die Entwicklung von Stanleys Büro im Lauf der Zeit. Das erste wurde im November 2011 erstellt, das zweite im März 2012 und das dritte im Februar 2013. Ah. Also das wäre Stanleys Büro gewesen. Ja, so ungefähr sieht es ja auch dann aus. Cool, wie sich das entwickelt hat alles. Und hier. Spieldesign-Modell. Ist das Level, das William, der Leveldesigner Davy, dem Autor als eine Art Vorspielstück geschickt hat. Die Stärke des Levels führte dazu, dass William für das Design des gesamten Spiels eingestellt wurde. Obwohl sich viel an der
Umgebung geändert hat, ist der Grundriss dieses Modells immer noch im Spiel enthalten. Ah, okay, also nachdem wurde das Bild wurde so ungefähr das Spiel entwickelt. Okay, dann mal hier hinter. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ja, ich will frei sein. Und Can you ein Schalter. see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Nö, Turn off mag your ich gar nicht. PlayStation. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, Nö, you'll ich be schalte walking someone nicht meine else's PlayStation path. aus. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Okay, jetzt sind wir tot. Man hat auch einiges erfahren, so wie das Spiel entwickelt wurde. Fand ich eigentlich sehr interessant. So, ich würde mal sagen, suchen wir in der nächsten Folge noch nach ein paar weiteren Enden. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.